Moin Leute und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ich zeige euch heute meine Taktiken und Anweisungen in Ultimate Team. Da habe ich bislang über 100 Spiele mitgemacht, viele Division Rival Games. Die erste Weekend League mit 16 Siegen habe ich damit rumbekommen. Und ja, ich hoffe, dass ich euch damit ein bisschen helfen kann, dass ich euch so ein bisschen erklären kann, wieso, weshalb, warum ich das so eingestellt habe. Starten wir gleich rein mit der ausgeglichenen Formation. Und zwar habe ich mir hier das 4-4-2 ausgewählt, was ich eigentlich immer mache, weil ich so einfach meine Spieler gut unterbekomme. Und genau, ich damit auch am besten starten kann. Ich werde euch die Spieler auch am Ende nochmal vorstellen, dass ihr seht, wen ich habe und warum auch. Also, Defensivstil auf ausgeglichen. Ich habe gemerkt so mit den Spielen, dass sowohl Druck nach Fehler als auch Pressing nach Ballverlust, dass das ein bisschen zu riskant ist für die Spielweise, die ich habe. Ich bin eigentlich jemand, der nicht gerne hinten defensiv tief steht, sondern halt eher auch nach vorne spielen will und nach hinten muss ich dann halt zusehen, wie ich das mit meinen Innenverteidigern hinkriege. Breite habe ich auf 45 gestellt, nicht ganz so breit, also 60, 70 auf keinen Fall. Man kann auch auf Breite 1 stellen, dann stehen die wirklich ganz, ganz dicht zusammen. Das ist in diesem Spiel wohl neu, dass es wirklich gut funktioniert. Dann habe ich aber persönlich das Problem, dass ich auf den Rechts- und Linksverteidigerpositionen auf den Außen richtig viel Platz habe und ich da nicht mehr in die Zweikämpfe reinkomme. Also ich habe da 45, bei Tiefe habe ich 65 stehen. Aufbauspiel habe ich auch ausgeglichen, das passt einfach für mich persönlich am besten. Chancenerarbeitung habe ich direkte Pässe, dann geht es schön geschmeidig und schön flüssig nach vorne. Breite auf 60. Ne, da auch wieder, genauso wie bei der Defensive, will ich auch nicht zu breit stehen. Also 60 ist schon eigentlich zu breit ein bisschen, aber halt auch nicht ganz zu dicht stehen und nicht zu eng, weil dann hat man in der Mitte einfach keinen Platz und dann laufen sich die Spieler über den Haufen, gerade in dem 4-4-2. Spieler im Strafraum habe ich dann 5 und Ecken und Freistöße habe ich jeweils auf 2. Bei den Ecken, ein Pro-Tipp von mir, habt ihr wahrscheinlich auch rausgefunden, lasst von rechts immer einen Linksfuß schießen und von links immer einen Rechtsfuß, also quasi zum Tor hin. Zielt auf den Elfmeterpunkt, ladet ungefähr 3,5 Balken voll und dann müsste meistens eigentlich am zweiten Pfosten ein kopfballstarker Stürmer oder ein Spieler stehen, der den dann in 7 von 10 Fällen reinmacht. Da kann man wirklich richtig viele Tore mitschießen. Und die nutze ich eigentlich immer dann, wenn ich merke, okay, ist jetzt gerade ausgeglichen. Meine anderen Formationen, die wirken nicht so recht. Da ist die 4-4-2 meistens eine ganz, ganz gute Aufstellung. Natürlich auch noch die Anweisung, nicht, dass ich das hier vergesse. Also Links- und Rechtsverteidiger haben jeweils hinten bleiben bei Angriffen und Übergreifen. Übergreifend hat einfach den Vorteil, dass ja, die dann auch mit nach vorne kommen und quasi die Außen nochmal unterstützen. Wenn dann der rechte und linke Mittelfeldspieler nach innen zieht, ziehen dann quasi, weil da ja Platz ist, die Rechts- und Linksverteidiger hoch und unterstützen dann quasi. Deswegen habe ich da übergreifend gemacht. Dann die beiden Mittelfeldspieler, da ist bei mir jetzt Palacios nur hinten bleiben bei Angriffen und Mitte abdecken. Und bei mir Lena Oberdorf, zweite ZM, hat nur Mitte abdecken. Dass er also ein bisschen mit nach vorne geht, ein bisschen Druck vorne ausübt und vorne die Offensive ein bisschen unterstützt. Linkes Mittelfeld habe ich dann mit Command Defensive verstärken und für Flanken in den Strafraum. Und dasselbe habe ich auch auf der rechten Seite. Also in dem Fall jetzt Seedorf, dass die halt auch mit nach hinten arbeiten, wenn es in die Defensive geht. Aber auch vorne die beiden Stürmer unterstützen. Deswegen für Flanken in den Strafraum, dass also nicht nur 2 Leute vorne drin stehen, sondern auch wirklich mal 3 oder 4 Leute. Und vorne habe ich wirklich bei meinen beiden Stürmern Gomez und Boniface habe ich gar nichts eingestellt, dass sie sich so natürlich wie möglich bewegen. Auch vorne drin stehen, sich auch mal fallen lassen, das machen sie eigentlich ganz gut. Mal mehr, mal weniger. Man muss ja auch dazu sagen, es gibt auch Gegner, da kannst du 10.000 Mal die Aufstellung umstellen, die Regler so oft verschieben, wie du willst. Du kannst halt auch manchmal einfach nicht gewinnen, weil du es nicht darfst oder weil halt einfach verschiedene Sachen wieder zusammenkommen. Ihr kennt das. Ihr spielt nicht zum ersten Mal dieses Spiel, ich spiele es auch nicht zum ersten Mal. Von daher ist das meine ausgeglichene Formation. Dann gehen wir zur sehr defensiven Variante. So sehr defensiv ist sie gar nicht, heißt halt nur einfach so. Und zwar habe ich mir da das 5-2-2-1 ausgesucht. Eine Fünferkette muss auch mit dabei sein. Obwohl ich ja eigentlich nicht so der Fan von bin. Die habe ich auch bislang sehr, sehr selten wirklich gespielt. Also wenn ich mal wirklich, wirklich bunkern musste, wenn ich wirklich ein wichtiges Ergebnis verteidigen musste, in der Weekend League zum Beispiel oder für Division Rivals irgendwie, dass ich den nächsten Rang erreiche, aber ansonsten spiele ich das eigentlich nie. Defensivstil auch wieder ausgeglichen, derselbe Grund wie davor auch, ne? Da komme ich einfach gut mit zurecht. Breite auf 40, Tiefe. Muss ich jetzt mal überlegen, ob das 70 oder 71 war, wo die automatisch die Abseitsfalle machen. Ich glaube, bei der 71 ist es, weil dann verändert sich nämlich auch der Text auf der rechten Seite. Also macht ruhig auf die 71, dass die Abseitsfalle automatisch aktiviert wird, dass die Leute hinten rausrücken, dass ihr also den Gegner quasi schon auf Höhe der Mittellinie ein bisschen unter Druck setzen könnt. Aufbauspiel auch wieder ausgeglichen, direkte Pässe, genau wie bei ausgeglichen, läuft einfach sehr flüssig, sehr geschmeidig nach vorne. Auch mit der Fünferkette habe ich jetzt zwar noch so oft nicht ausprobiert, aber in den Spielen, wo ich es gemacht habe, hat es ganz gut funktioniert. Breite auf 50, Spieler im Strafraum wieder auf 5, Ecken und Freistöße wieder auf 2. Das könnt ihr natürlich auch variieren. Da müsst ihr natürlich für
euch selber gucken, was für euren Spielstil am besten ist. Ihr könnt natürlich die Aufstellung hier auch 1:1 übernehmen, könnt da ein bisschen rumprobieren, aber jeder Spieler spielt halt ein bisschen anders. Das ist halt das Ding. Ich versuche euch halt einfach nur zu helfen und euch ein paar Tipps zu geben, wenn es bei euch vielleicht halt nicht läuft, wenn ihr mal eine andere Taktik ausprobieren wollt, finde ich das eigentlich ziemlich geil. Dann schauen wir mal hier. Hier habe ich auch wieder übergreifend beim linken Verteidiger und beim Rechtsverteidiger. Einfach nur übergreifend, dass sie also wieder mit nach vorne gehen. Gar nicht hinten bleiben, weil da habe ich ja Seedorf und Palacios und die 3 hinten, die kriegen das eigentlich auch hin. Lena Oberdorf, die kann auch Innenverteidigerin unter anderem spielen. Fällt dann hinten in die Innenverteidigung rein. Grimaldo und Sedilia gehen damit nach vorne. Dann habe ich bei Seedorf und bei Ezequiel Palacios jeweils Mitte abdecken und hinten bleiben. Das heißt, wenn die beiden Außenverteidiger nach vorne rücken sollten, bleiben die ja hinten und helfen hinten ein bisschen den Laden dicht zu halten. Dann bei den beiden, ja, ZOMs, sage ich mal, habe ich defensive Verstärkung und Abwehr überlaufen. Ne? Einfach, wenn es dann wieder in den Angriff geht, dass sie dann schön nach vorne rücken können. Und bei Gomez habe ich halt zentral orientieren und defensive verstärken, dass wirklich jemand in der Mitte ist, der auch anspielbar ist. Bei Flanken, der natürlich auch dann vorne in den Strafraum reingehen kann. Eine richtig gute Formation, finde ich persönlich, und auch mit den ganzen Reglern, wenn ihr wirklich mal ein Ergebnis verteidigen müsst. Hier müsst ihr individuell halt auch einfach mal gucken, was da für euch am besten ist. Aber das ist meine sehr defensive Variante. Dann machen wir weiter mit der defensiven Variante. Das ist mit meine Lieblingsformation neben der 4-2-3-1, kommt auch noch gleich. Und zwar ist das hier die 4-3-3, die zweite. Und zwar mit 2 Achtern und einem Sechser. Der Sechser ist bei mir in dem Fall Palacios, Seedorf und Oberdorf wieder auf der 8. Schauen wir uns auch hier kurz die Taktiken an. Auch wahnsinnig, ja, anders als die anderen ist es eigentlich gar nicht. Auch defensiv wieder ausgeglichen. Breite auf 45, Tiefe diesmal auf 60. Da stehe ich nicht ganz so hoch in dem 4-3-3, weil ich ja noch einen Sechser habe, der auch die Verteidigung ein bisschen mit unterstützt. Dann Aufbauspiel auch wieder ausgeglichen. Direkte Pässe. Breite habe ich diesmal nicht so breit. 35. Hilft mir wirklich ganz gut. Dann ist in der Mitte ein bisschen mehr los. Die beiden auf den Flügeln, die ziehen auch wieder ein bisschen mit nach innen. Die beiden Achter, die decken dann gut die Lücken ab. So ist es im Idealfall. So läuft es dann in ja, 7 von 10 Fällen, glaube ich. Von daher also ganz gut. Spieler im Strafraum dagegen habe ich auf 6 gestellt, dass vorne ein bisschen mehr los ist. Ihr seht jetzt unten, dass 3 Leute immer vorne drin sind. Also quasi in dem Fall wäre es der Stürmer und die beiden Flügelspieler, dass auf jeden Fall Präsenz ist. Dann wäre noch ein 6er oder ein 8er am Strafraumrand. An der 16er Linie, an dem Halbkreis wäre ganz geil. Und Freistöße und Ecken natürlich wieder auf 2. Hier sind die Anweisungen auch eigentlich nicht so viel anders wie bei den anderen. Bei den Außenverteidigern habe ich hier diesmal wieder hinten bleiben bei Angriffen und wieder übergreifend. Ne, habe ich gerade schon erklärt, dass die auf den Außen mithelfen, reinziehen, die Flügelspieler dadurch unterstützen, weil die natürlich auch dann reinziehen in den Strafraum. Bei Palacios habe ich wirklich Mitte abdecken, Passwege zustellen, hinten bleiben bei Angriffen und tiefstehender Spielaufbau. Hat einfach den Vorteil, dass er halt auch wirklich ein bisschen defensiver steht, beim Aufbau hilft, wie der Name schon sagt, tiefstehender Spielaufbau, und dass er halt wirklich den Laden in der Mitte dicht hält. Wenn dann Seedorf und Oberdorf mit nach vorne gehen oder generell die beiden Achter, ist ja egal, wer da steht, weil die haben nämlich hinten bleiben bei Angriffen und für Flanke in den Strafraum und Mitte abdecken bei Oberdorf, und Seedorf hat Freiheiten, nach vorne orientieren und für Flanken in den Strafraum. Das funktioniert bei mir ganz gut, besonders bei Seedorf, weil der ist bei mir sehr wendig, sehr, sehr agil, auch nach vorne. Ja, prescht dann immer wieder in die Lücken rein, die sich dann bieten. Und für Flanken in den Strafraum halt auch einfach, dass vorne auch nochmal 1, 2 Leute sind, die man anspielen kann. Wenn man zum Beispiel auf die Grundlinie läuft und dann nach hinten passen will, ist meistens nicht so viel los. Und bei mir funktioniert das momentan richtig gut. Ich bin sehr, sehr zufrieden mit den Formationen. Vorne habe ich dann linker und rechter Flügel. Da habe ich einmal vorne bleiben und die Abwehr überlaufen. Beim linken und beim rechten vorne bleiben, in die Mitte ziehen und die Abwehr überlaufen. Dadurch hat dann Sedilia rechts Platz. Vorne Gomez kriegt eine Unterstützung. Der hat nämlich falsche 9 und vorne bleiben. Hat einfach auch den Hintergrund, dass sich halt dann auch vielleicht Lücken ergeben hinter der Abwehr. Ja, er kommt entgegen, lässt prallen oder ich fordere einen Doppelpass an. Er läuft wieder vorne rein. Ich kann ihn lang schicken. Und es funktioniert einfach. Es hört sich jetzt in der Theorie immer leicht an und immer einfach. Ich weiß das, ich merke das gerade selber. Aber es funktioniert ja bei mir, sonst würde ich es euch ja nicht zeigen. Und ich bin zwar kein Pro und kein E-Sportler, aber ich versuche euch trotzdem hier irgendwie so gut es geht zu helfen. Dann darf natürlich eine 4-2-3-1-Formation bei mir nicht fehlen. Die klassische, die kompakte Variante, die ihr schon bei mir aus dem Karrieremodus auch gewohnt seid. Da gehen wir auch nochmal kurz durch. Da habe ich auch Defensivstil auf ausgeglichen, Breite auf 55, Tiefe auf 72. Und da bin ich halt am Überlegen, ob das nicht doch zu hoch ist, ob die nicht dann viel zu hoch die Abseitsfalle machen. Ich mache mal einen niedriger. Da kann jeder Regler oder jede Zahl, die kann da schon entscheidend sein, die höher oder niedriger ist. Dann habe ich diesmal langer Ball und Läufe in die Spitze. Ich glaube, das habe ich aus dem Grund gemacht,
dass die beiden äußeren ZOMs und der mittlere ZOM nach Ballgewinn auch einfach nach vorne laufen. Der Stürmer läuft dann sowieso nach vorne und langer Ball, weil ich halt zwei schnelle Leute auf der Außen habe. Ich habe Boniface und ich habe vor allem Kingsley Coman auf der rechten Seite und die gehen halt wirklich wie Schmitz Katz gehen die da ab. Die wirbeln wirklich die Außen teilweise durcheinander. Kommt natürlich auch immer ein bisschen auf den Gegner und auf deinen eigenen Skill. Also das muss man natürlich auch immer mitbedenken. Ihr werdet jetzt nicht gleich zu Jesus oder zu Gott, wenn ihr jetzt meine Formation hier übernehmt. Das natürlich nicht. Aber es hilft euch vielleicht, je nachdem, euren Spielstil ein bisschen anzupassen und hoffentlich auch mehr Siege zu holen, ne? Also Breite auf 55, Spieler im Strafraum habe ich auf 5, dass, wie gesagt, so 2, 3 Leute auf jeden Fall immer vorne sind. Die Ecken auf 3 diesmal, dass wirklich ein bisschen mehr los ist und Freischüsse auch 3, weil es halt einfach ein bisschen mehr nach vorne gehen soll, ne? Deswegen, sonst würde ich das gar nicht machen. Die Anweisung hier, wieder hinten bleiben bei Angriffen und übergreifend, ne? Habe ich euch auch gerade schon erklärt mehrfach, warum. Dann habe ich bei Palacios und bei Oberdorf jeweils Mitte abdecken, hinten bleiben bei Angriffen und Passwege zustellen. Dann bleiben die halt auch hinten, das funktioniert ganz gut im Zusammenspiel mit den Reglern bei mir und ja, lässt sich gut spielen. Und vorne die 4, die haben bis auf Gomez Abwehr überlaufen, haben die sonst nichts. Die bleiben wirklich standardmäßig, dass sie auch wirklich sehr human sich vorne bewegen, nicht steif nur auf der Außen sind oder jetzt nur in die Mitte ziehen oder so. Und das funktioniert für mich. Das klappt wirklich richtig gut. Und würde ich euch auch empfehlen, einfach mal auszuprobieren. Ihr könnt ja auch einfach mal in die Kommentare schreiben, ob das dann für euch funktioniert hat oder ob ihr noch irgendwas modifizieren würdet. Ihr könnt gerne auch mal eure ganzen Taktiken unten reinschreiben oder auf Instagram schicken. Bin ich auch sehr gerne bereit dazu, dann auch darauf mal einzugehen. Ein bisschen Luft habe ich noch. Kommen wir noch zur letzten Formation, der 4-1-2-1-2-Formation. Das geht eigentlich relativ einfach. Das ist einmal die Formation, die kompakte, also die zweite. Das ist wirklich so eine No-Risk, No-Fun. Gib ihm, leck mich am Arsch Aufstellung, wenn er wirklich alles nach vorne muss. Ständiger Druck, Breite 50, Tiefe auf 100, Aufbauspiel auch ausgeglichen, Chancenerarbeitung läuft in die Spitze, dass möglichst viele Leute nach vorne laufen, Breite 50, Spieler im Strafraum voll, Ecken und Freistöße. Das nutze ich wirklich, wenn ich entweder einen hohen Rückstand früher aufholen muss, weil dann ist eh egal, oder wenn ich wirklich so ein bisschen denke, komm, jetzt könntest du doch mal den Gegner überraschen. Das ist natürlich total irrsinnig. Also da müsst ihr entweder richtig gut verteidigen können, wieder alle Leute mit nach hinten. Ich muss ja auch vielleicht nochmal ein bisschen modifizieren. Aber warum nicht? Das ist halt so eine Aufstellung, die kann auch wirklich Spaß machen, denn die Außen haben hier richtig viel Platz. Hier auch wieder mit Angreifen diesmal, die beiden Außenverteidiger, auch wieder übergreifen. Die haben natürlich jetzt richtig viel Platz, weil die Leute in der Mitte, die gehen ja nach vorne in den Strafraum. Die werden nach vorne geschoben quasi und die auf der Außen, die helfen dann den Leuten in der Mitte. Bonucci und Hummels müssen sich dann so ein bisschen verarscht vorkommen, aber dann ist es halt so. Bei Seedorf habe ich hinten bleiben bei Angriffen, dass zumindest noch irgendwer mal hinten ist. Dann habe ich bei Oberdorf und bei Palacios jeweils, nach vorne orientieren. Da könnte ich jetzt auch noch mal zum Beispiel für Flanken in den Strafraum machen. Muss ich auch mal ausprobieren. Und vorne habe ich Coman vorne bleiben gegeben und Boniface und Mario Gomez jeweils nur Abwehr überlaufen und vorne bleiben. Wie gesagt, das ist so eine Formation. Wenn ich halt hoch hinten liege früh oder ich halt den Gegner mal überraschen will, dann glaube ich, ist die gar nicht so verkehrt. Das waren also meine Taktiken und meine Anweisungen. Ich zeige euch jetzt einmal nochmal mein Team. Wenn ihr bis hierhin geschaut habt und nicht mehr weiterschauen wollt, dann danke ich euch schon mal fürs Zuschauen. Wünsche euch viel Glück in der Weekend League für eure nächsten Spiele und ihr könnt ja mal gerne ein Feedback unten reinschreiben, ob diese Taktiken dann auch bei euch funktionieren. Für alle, die jetzt noch dran geblieben sind, zeige ich euch kurz meine Mannschaft. Also ihr habt ja gesehen, Kuhn Castells im Tor. Viererverteidigung mit Grimaldo, Team of the Week, Bonucci, Road to the Knockout, Hummels, Team of the Week und Sedelia Europa League. Road to the Knockout Stage. Ist eine richtig gute Verteidigung. Die in der Mitte sind zwar nicht so schnell. Bonucci hat 75 Tempo, Hummels hat 70 Tempo, aber durch durch Hunter und durch Enker kriegen sie halt doch nochmal ein bisschen mehr Speed und die haben halt ein gutes Stellungsspiel. Das ist wirklich bei den beiden von Vorteil. Damit komme ich wirklich sehr gut zurecht. Sedelia schnell, ja, und Grimaldo sowieso. Also Grimaldo, das ist wirklich eine Empfehlung. Nicht nur die Team of the Week Karte, sondern auch die normale Karte würde ich euch wirklich empfehlen, dass ihr Grimaldo, wenn ihr ein Bundesliga-Team habt, dass ihr wirklich mal Grimaldo ausprobiert. In der Mitte habe ich dann einmal Lena Oberdorf vom VfL Wolfsburg und Palacios, auch die Team of the Week Karte. Da muss ich mal gucken, ob ich da vielleicht mal upgrade. Seedorf dann auf der rechten Seite und Coman links. Seedorf, seht ihr ja, hat auch nur 79 Tempo. Der spielt auch nur in dem 4-2-3-1 auf der Außen und im 4-4-2 halt. Aber der macht das gut. Der macht das wirklich gut. Der läuft auch vielen Leuten davon, spielt gute Bälle nach vorne, flankt richtig gut, hat dazu auch noch einen guten Schuss. Also ist das gar nicht so verkehrt. Und Lena Oberdorf, das ist wirklich für mich so eine persönliche Geheimwaffe, weil die kann halt nicht nur im Mittelfeld spielen, sondern auch in der Innenverteidigung. Jetzt hat sie hier noch ein Ausrufezeichen, weil sie kann leider nicht ZM spielen, aber das funktioniert.
Das funktioniert auch. Da fehlen zwar 3 Chemiepunkte, die kann auch in der Innenverteidigung spielen, ist nicht schnell, hat auch vielleicht nicht den besten Schuss, aber ist körperlich wahnsinnig gut, ist richtig robust, richtig stabil, gewinnt viele Zweikämpfe. Er ahnt auch viele Bälle, also selbst wenn ich die Passwege zustellen nicht habe oder auch mal gehabt habe, das macht so gut. Fängt viele Bälle ab. Gut, zu Command außen brauche ich glaube ich nicht viel sagen. Der hat noch gar keinen Chemistry-Style. Muss ich gleich nochmal drauf machen. Der hat jetzt schon 89 Tempo. Ist auch so eine Geheimwaffe. Wenn ihr die Coins habt, investiert wirklich in Kingsley Coman. Richtig, richtig gut. Vorne habe ich halt ein bisschen Glück gehabt mit Mario Gomez. Den habe ich gezogen. Absolut geiler Torjäger. Das ist so eine Art Stürmertyp, die besonders bei den Eckbällen euch richtig gut helfen kann. Habe ich ja gesagt. Zieht auf den Elfmeterpunkt, 3,5 Balken voll. Und dann steht in meinem Fall Gomez meist immer am zweiten Pfosten und macht den rein. Also in 7 von 10 Fällen ist da immer ein Kopfball drin oder er kommt zumindest immer an die Kopfbälle ran. Und vorne Boniface, einfach mit meinem Lieblingsspieler in der Bundesliga. Ich habe mal die Spieler des Monatskarte gemacht. Da wird dann wahrscheinlich bald Guirassy hinkommen, sofern er denn eine bekommen würde. Und ja, so sieht's aus. Die Bank sieht auch gar nicht so schlecht aus mit Alexander Popp, Harry Kane habe ich mir gekauft. Dann habe ich Silva, Götze, Bronze, weiß ich gar nicht, warum ich die habe. Musiala auch richtig stark, 5 Sterne Skill hat der, glaube ich, genau, 5 Sterne Spezialbewegung, 4 Sterne schwacher Fuß, kann also auch auf den Außen eingesetzt werden und auch als Zehner. Richtig, richtig geil, auch eine Empfehlung. Dann Marquinhos, Rebiger, Osimhen, Aouar, Guerrero, die habe ich jetzt mittlerweile in den letzten Tagen so alle gezogen. Ja, so sieht's aus. Mein Ultimate Team, ich habe jetzt die erste Weekend League rum mit 16 Siegen, ich bin jetzt gerade bei der zweiten dabei, ein Sieg, eine Niederlage. Und wie ich auch schon am Anfang gesagt habe, habt einfach ein bisschen Vertrauen in euren Spielstil, riskiert vielleicht ein bisschen, probiert einfach mal neue Sachen aus und wie gesagt, ihr müsst nicht immer die Aufstellung umstellen, nur weil es mal 3, 4 Partien nicht klappt. Manchmal ist es halt so, ihr wisst das selber, wie viel EA manchmal mit dabei ist, wie viele Bugs auch einfach mit dabei sind. Man kann es gar nicht oft genug sagen. Der Name des Spiels hat sich zwar verändert, aber das Spiel an sich bleibt einfach. Also da hat sich leider nichts verändert. Bislang muss ich sagen, der erste große Patch ist jetzt auch endlich draußen. Wir haben natürlich alle drauf gewartet nach den ersten 3 Wochen. Naja, lange Rede, kurzer Sinn. Ich hoffe, euch hat es geholfen. Ich hoffe, euch wird es in Zukunft helfen und schreibt gerne mal Feedback unten rein. Wir sehen uns, bleibt gesund, macht's gut und ciao.